Kranke Töne auf der Trompete. Welche sind das und was kann man machen, damit diese besser intonieren? Hallo und herzlich willkommen zu diesem Frage-Antwort-Video rund ums Trompetespielen. Kranke Töne auf der Trompete bzw. auf den Blechblasinstrumenten. Welche sind das? In erster Linie kann man sagen, die Töne D1 bzw. Des1. Die sind einfach von der Bauart etwas zu kurz, das heißt, man hat hier unten einen Trigger, kann das Rohr etwas verlängern und dementsprechend wird die Intonation dieser Töne auch besser. Wieso das Ganze? Damit viele Trompetentöne gut stimmen, geht man den Kompromiss ein und nimmt im Kauf, dass eben 2, 3 Töne weniger gut stimmen. Diese mit dem Trigger versehen stimmen dann wieder sehr gut, weil man sie eben ausgleichen kann, das heißt, das Rohr etwas verlängern kann und somit passt sich die Intonation etwas nach unten an. Ich zeige euch das gleich mal und blende hier ein Stimmgerät ein, damit ihr auch sehen könnt, was das ist. Also ich spiele das D mit 1 und 3 und habe den Trigger erstmal ganz drin. Um dann die Intonation zu verbessern, gehe ich langsam mit dem Stimmzug raus und sehe dann auf dem Stimmgerät, wann der grüne Bereich erreicht ist, beziehungsweise wann der Ton gut stimmt. Los geht's! Und das sind ungefähr 1 cm bei meiner Trompete, den ich das D eben ausgleichen muss. Das heißt, den Trigger in etwa 1 cm nach außen ziehen. Wenn man das gut trainiert, dann hat man das auch im Gefühl, welche Bewegung man braucht, damit der Ton gut klingt. Beziehungsweise man trainiert sich diesen Klang auch ins Ohr, damit man ganz genau weiß, das ist das D. Und auf diese Art und Weise stimmt er gut. Also eine Kombination zwischen Hören und dem Gefühl bzw. der Handbewegung, dass man den richtigen Punkt mit dem Trigger erreicht. Der zweite Ton, der schlecht stimmt, ist der Ton Des bzw. Cis1. Auch da machen wir das gleiche Beispiel nochmal. Wir spielen den Ton Cis 1 auf der Trompete, der Trigger ist wieder ganz drin, ich gehe dann etwas weiter raus, das sind so um die 2 bis 2,5 cm, je nachdem. Da ist auch von Instrument zu Instrument natürlich das Ganze unterschiedlich. Macht auch einen großen Unterschied, ob du zum Beispiel eine Pumpventiltrompete spielst oder eine deutsche Konzerttrompete mit Drehventilen. Da ist der Trigger etwas anders befestigt, das heißt, da drückt man mit dem Daumen dann raus und auch das kriegt man ganz gut ins Gefühl bzw. ins Gehör. Also der Ton Des bzw. Cis. Jawohl, und dann ist auch dort die richtige Intonation erreicht. Es gibt noch ein paar andere kranke Töne auf der Trompete, beziehungsweise das liegt nicht am Instrument, sondern eher an uns Bläsern, also an dem Musiker, der hinter dem Instrument steht. Und zwar sind es hier bei der Trompete, aber auch beim Flügelhorn, die Töne, die unter dem C1 liegen. Das heißt, die letzten Töne, die wir eben dann mit den Ventilen spielen. Das fängt schon beim C an und geht natürlich über H, B, A, As, G bis zum Ges bzw. Fis nach unten. Das Problem bei diesen Tönen, man spielt die oft zu locker und dann werden diese Töne noch tiefer. Eine Sache möchte ich nicht vergessen, wenn wir in der tiefen Lage sind, also beim kleinen G bzw. kleinen Fis, dort brauchen wir den Trigger nicht, der muss ganz drin sein, ansonsten wird der Ton hier noch tiefer. Das heißt, wenn wir jetzt nach unten spielen, auch mit dem Stimmgerät immer kontrollieren, was dort steht und dann dementsprechend anpassen. Aufpassen, dass wir nicht zu locker sind, sonst werden die Töne zu tief, also man braucht schon ein gewisses Verhältnis von Lippenspannung, Luftdruck, also Luftfluss. Los geht's! Und dann geht einem auch schon die Luft aus. Also auch bei diesen Tönen immer gut darauf aufpassen, dass die Intonation stimmt. Man kann es natürlich noch langsamer machen, das heißt, man bleibt länger auf den Tönen stehen, um eben zu kontrollieren, wie die Intonation ist. Wir steigen direkt nochmal beim tiefen G ein. Und immer gut kontrollieren, damit eben alles im grünen Bereich ist. Jetzt gibt es natürlich auch Töne, die weiter oben liegen, wie zum Beispiel das E2. Vor allem auf der Bach-Trompete, auf meiner, ist das E2 immer ein Ton, der leicht zu tief ist. Man könnte natürlich an der Stelle dann auch mit 1 und 2 diesen Ton greifen. Das Problem ist, der Ton
ändert sich von seiner Klangfarbe. Mit E klingt er ziemlich gut, ist aber Kleinigkeit zu tief. Das heißt, ich muss mit dem Ansatz dagegenhalten, damit die Intonation wieder passt. Mit 1 und 2 wird der Ton vom Klang her heller und schärfer. Also da ist immer Vorsicht geboten, wenn man Ersatzgriffe nimmt. Das ist übrigens auch beim A oben, beim 1 und 2, also bei dem A2 so. Regulär greife ich den Ton mit 1 und 2, da klingt er am besten. Manche greifen den Ton auch mit 3. Leider wird der Ton von der Klangfarbe her matt. Bei manchen mag der Ton besser stimmen mit 1 und 2, beziehungsweise mit 2 und 3. Ich bin aber der Meinung, das A2 oben gehört mit 1 und 2 gegriffen, weil eben der Klang dort einfach besser ist. Aber auch hier wieder die Ansage, individuell muss man natürlich prüfen, wie diese Töne bei einem stimmen und vor allem, wie man diese Töne anbläst. Wenn man sehr, sehr viel Druck auf die Lippen ausübt, das heißt, dieses Instrument, das Mundstück gegen die Lippen drückt, dann hat man eher immer die Gefahr, dass der Ton nach oben sich entwickelt, das heißt zu hoch wird. Kann man die Lage nicht spielen und man ist komplett überfordert mit dieser Lage, dann hält man die Spannung nicht und dann ist der Ton eher zu tief. Wir checken das auch gleich mal mit Stimmgerät, wie der Ton A auf meiner Bach-Trompete stimmt. Er sollte mit 1 und 2 eigentlich sehr, sehr gut liegen und ich spiele euch dann auch mal den Ton mit 3, also nur mit dem dritten Ventil und ihr werdet hören, der Klang ist anders. Also man kann ganz deutlich sehen, mit dem dritten Ventil ist es auf der Bach-Trompete tiefer, deswegen klingt er auch matter. Mit 1 und 2 stimmt er wirklich sehr, sehr gut. Das hängt natürlich auch immer vom Training ab, aber ich bin der Meinung, auch wenn man das A2 zum Beispiel nicht erreichen sollte, man kann auch Intonationsübungen und auch bei den kranken Tönen natürlich diese auch in das Training mit einbauen, lange Töne aushalten, sich Aufnahmen machen und dann selbst wieder anhören, um einfach zu checken, wie klingt es, was ich da auf dem Instrument spiele und somit kann man Schritt für Schritt seine Intonation verbessern. Ein gutes Training ist zum Beispiel auch, ihr spielt euch eine erste Stimme ein, spielt die Aufnahme ab und spielt von dem Duett dann zum Beispiel die zweite Stimme oder eine dritte, vierte Stimme, je nachdem, wie eben dieses Stück gesetzt ist, zur ersten Stimme, die erklingt, dazu und macht es am besten langsam anfänglich, damit ihr immer gut hören könnt, wie ist das Verhältnis von dem einen zum anderen Ton, also von dem vorher gespielten in der ersten Stimme zu dem jetzt gespielten in der zweiten, dritten oder je nachdem, was ihr für eine Stimme spielt. Und so könnt ihr eure Intonation Schritt für Schritt bessern und dementsprechend die kranken Töne ausbessern. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg dabei. Lasst am Ende von diesem Video noch ein Like und ein Abo da. Das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.